I get up in the morning, go to my office, sit in front of the computer, type some things come up on the screen, and that's basically it. I'm a theoretical physicist, network scientist to be precise, and I do a lot of modeling. I started because I like to do theoretical physics and learn how you can model things by mathematical structures, even things which are very real, like power grids, what I'm currently working on, which is something which touches our lives, and it's really useful, and you can model them using very simple equations. I find that very beautiful. Also wenn ich das gefragt werde, dann sage ich oft einfach theoretische Physik, und wenn die Leute dann fragen, aha, was macht man denn da, dann sage ich sitze in einem Büro und fühle mich dumm. Man sitzt ja da und man weiß nicht, was man macht. Oder man weiß nicht, was man machen soll. Oder man weiß nicht, wie man das Problem angehen soll. Und das ist ein Skill, den muss man auch erst lernen. Aquí estoy haciendo un doctorado en física, trabajando con sistemas complejos. Sistemas complejos es un área súper interdisciplinaria en la que ahora los físicos se están metiendo y, bueno, están tratando de describir esos problemas que, como su nombre lo dice, son complejos porque, a diferencia de problemas clásicos en la física donde tienes una partícula, velocidad o una función de onda, pues los sistemas complejos normalmente tienes muchas partículas interactuando de una manera no trivial, ¿no? Entonces esto ha llevado a los físicos a querer entender problemas complejos de biología o de economía, y bueno, a mí me gusta mucho esta área de la interdisciplina y por eso quise venir a Göttingen a hacer un doctorado. Y bueno, eso es lo que hago en Göttingen. Me interesa mucho porque siempre me ha gustado mucho la interdisciplina y colaborar con otras personas, y sobre todo las preguntas que hay en los sistemas complejos I can approach better to them, like, me relaciono mejor con esas preguntas que con, o sea, la física tiene preguntas muy interesantes sobre el origen del universo, sobre qué ocurrió antes del Big Bang, o que las partículas elementales son preguntas muy importantes, pero por ese lado, ¿no?, de los límites de la física, del entendimiento de la física, pero a mí siempre me llamaron más la atención las preguntas un poquito más cercanas a nosotros, a los seres humanos, o sea, por cómo es que la célula funciona, nuestras células que nos componen, funciona de esta manera, cómo consigue ordenar las cosas, reducir la entropía, y esas preguntas a mí me fascinan, o cómo entender el mercado económico, que es un sistema muy complejo, donde tienes muchas personas comprando, vendiendo, y bueno, ¿será que hay algún orden que nos ayude a entender mejor ese tipo de sistemas? Esas preguntas, desde la primera vez que las oí en el primero o segundo semestre de la carrera, me fascinaron y bueno, sin darme cuenta me fui moviendo en esa dirección, ¿no? Also ja, es gibt ja Leute, die einfach nur so jede Woche 20 neue Ideen haben und dann halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, da so irgendwie so lauter Bruchstücke produzieren. Manchmal ist dann eins so einfach, dass es gleich zum Abschluss kommt, und das kann man dann auch publizieren, und die anderen bleiben Fragmente. Und dann gibt es halt Leute, die einfach sich hinsetzen und irgendwie Sachen ausrechnen, und das ist ja auch irgendwie, das löst halt andere Probleme. Und dann gibt es irgendwie Leute, die halt irgendwie ständig mit allen reden und irgendwie alle verknüpfen und überhaupt keine Berührungsängste haben und dann Informationen von einem zum anderen transportieren und Leute zusammenbringen. Das ist ja auch total wichtig. Ja, es gibt, glaube ich, noch bestimmt 20.000 andere Kategorien, die ich jetzt vergessen habe, oder Mischungen, wo man halt irgendwie einer gut rechnen kann, aber auch ein bisschen kommunizieren oder so.
ich kann nicht rechnen, ich kann nicht lesen, ich kann auch nicht zuhören. Also ich kann eigentlich nur Kreativität. Insofern sehe ich mich auf der Seite. Also es ist auf jeden Fall eine wichtige Zutat, aber kann eigentlich nicht alleine stehen. Yo creo que la física, las ciencias en general son una disciplina altamente creativa y es yo creo que de las cosas que más me gustan, porque uno está intentando hacer sentido del mundo que nos rodea, ¿no? Y pues muchas veces situaciones de la vida cotidiana nos ayudan a entender estos fenómenos. Bueno, me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad, tuve una clase, creo que fue óptica, una cosa así, óptica cuántica, y una forma de describir un fenómeno cuántico, ahorita no recuerdo exactamente cuál es, era... sí, como el enfriamiento de los átomos, es sobre los condensados de Bose-Einstein. Los condensados es un estado macroscópico cuántico. Tienes muchos átomos que los enfrías de cierta forma que todavía puedes observar las propiedades cuánticas. Y ese proceso de enfriamiento de los átomos es muy complicado y uno de los mayores avances para conseguir ese estado de Bose-Einstein, o sea, el primer enfriamiento, consiste en... se le ocurrió a un físico y la idea es la siguiente, o sea, cuando tienes una taza de café que está muy caliente, las partículas calientes se van hacia arriba y luego tú le soplas para acelerar este proceso de enfriamiento, ¿no? Y bueno, hay un proceso parecido que se usa en el enfriamiento para conseguir este estado de Bose-Einstein. Las partículas suben y luego como que le soplan. Entonces, bueno, uno tiene que estar muy al pendiente de lo que está pasando en nuestro mundo alrededor y tal vez esas cosas nos ayudan a entender mejor el problema que estamos intentando resolver en la física, que es muy difícil de pensar en átomos, no los vamos a ver nunca, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que es un arte, una cosa muy creativa. I would say it's a different kind of creativity than a painter or a musician, but in the end you are you have to out of 100 possible questions you could ask, you have to choose which questions are most appealing to you and elegant to you, and that probably counts as creativity to me. And in that sense, yes, it does play a role, but it's also very highly problem solving. It's a mixture of creativity and problem solving. So I believe that when you have a lot of data and you which in this raw form doesn't make any sense, and you make a sense out of it by modeling it, and then you gain an understanding, and I think that's beautiful, because out of a complex thing you create something simple. That's beautiful. Für mich, also ich finde es schön, wenn es nicht schwierig zu rechnen ist oder so, wenn es einfach irgendwie ein Konzept ist, was irgendwie eine interessante Wirkung hat und dabei irgendwie, wo man denkt, wie kann das sein, dass das noch niemand irgendwie gesehen hat? Das ist doch offensichtlich. Und wenn man das Gefühl hat, das finde ich dann irgendwie schön. Bueno, yo creo que es bellísimo, no hay nada mejor que entender que ese momento en el que entiendes algo es bellísimo. Ese momento en el que te das cuenta que entiendes algo es lo que más me gusta y se me hace lo más bello y maravilloso de la física y de la ciencia en general. ¿Sabes? Ese momento en el que haces clic, entendí, ¿no? Me pasa casi todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo, no sé, dependiendo de qué tanto estoy estudiando. A story that happened just recently to me. So I'm a scientist, but in my free time, I like to be occupied by philosophy and by such things, and I think both are very much connected. To think about how we live, how we should live, what we really are, and what constraints we are. What constraints human beings and societies have, and this is actually very weird. So I read some books, and this was when I was doing sports actually. I was at a gym. I was doing my workout, and this gym has a very, very amazing glass front, which shows the Dresdner skyline in some sense. So you can see a huge sky. You can see a lot of buildings, but it's just a huge space, which is somehow, it's like you can see to the horizon.
And in this situation, when I was doing the workout, I suddenly felt to understand how humans in some way interact, and that we are all just small mechanisms of a huge dynamical system, and I really like this abstraction of it. So I really felt that I changed my perspective, and while doing so, understood something about how it is to be human. The reward is intrinsic. So you, in the sense that while changing the perspective, you feel like you've learned something. You feel like you've this is more like it. Yeah, I don't know. It's very hard to express. So this feeling was immense, but I did not learn much. It was just this change of perspective, and this change of perspective is going on in science on everyday basis. So you always this is your job, right? You have to change perspective, try different methods, and really think about how to increase the knowledge of something. Man darf es halt nicht verkehren. Ne? Ich meine, alle hier sind irgendwie aus ganzem Herzen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, aber es wird dann halt auch leicht so verquert, dass es dann halt auch zur Ausbeutung führt. Ne? Nach dem Motto, ich brauche keinen richtigen Job, ich habe ja schon die Wissenschaft und ich bin auch noch froh, wenn ich überhaupt dafür bezahlt werde. Ja, natürlich. Und das ist immer so eine Arroganz, die irgendwie in dem selbstreferenziellen System der Wissenschaftler auftritt, weil es ja impliziert, dass man als Wissenschaftler der Meinung ist, dass andere Leute keinen wirklichen Spaß oder keine wirkliche Motivation haben. Das ist in letzter Zeit klar geworden. Ja. Das ist schon typische Wissenschaftlerarroganz, das zu behaupten. Ich hab einen Freund, der ist Firmenberater. So, Consulting, ja? Consulting, genau. Allgemein oder spezielle Branche? Nee, allgemeine Firmenberatung. Aber mit dem zusätzlichen, mit dem Feature, der zusätzliche Eigenschaft, dass dass die das auch länger betreuen. Also sie beraten nicht nur, sondern die bieten dann auch Lösungen an und wollen das weiter betreuen. Das heißt, es ist schon ein bisschen nachhaltiger. Ja. Aber er meinte halt auch, dass es sehr viel Spaß macht. So. Der verdient das Doppelte von meinem Gehalt, locker. Ja, mindestens. Also. Und hat selber noch Spaß daran. Wenn du das große Los gezogen hast und auf einer Professur wirklich landest, das ist hat ja heutzutage in Deutschland nichts mehr mit Können zu tun, sondern eher mit Glück. Erst dann wirst du ja wirklich ernst genommen. Vorher wirst du ja immer noch wie ein kleines Kind letztendlich behandelt. Ja, das hoffe ich eigentlich nicht. Ich fühle mich jetzt schon als richtiger Wissenschaftler. Für mich sind Doktoranden, natürlich. Ja, genau. Doktoranden machen die Großarbeit der Wissenschaft, also machen die Großteil der wissenschaftlichen Arbeit. Ich kann mich erinnern, dass es eine Diskussion gab in der Max-Planck-Gesellschaft, ob Doktoranden als eigentliche Wissenschaftler behandelt werden sollen. Und ich glaube, das Endresultat war, dass der Präsident gesagt hat, natürlich, aber erst nach längerer Diskussion. Ja, es hat eine Weile gedauert. Es ist alte Schule, es ist so dieses Lehrlingsethos. Und genau, ja. Das sind auch, weil die Leute sich selber halt auch klein machen. Ne? Also, wenn man sich selber klein macht, wird man halt auch nicht anders behandelt. Ne? Die Frage ist halt, ob ich das will, ob ich die Antwort von dem nehme. Also in der Arbeit, die ich gerade mache, als Wissenschaftler, habe ich vor allem erstmal Verantwortung. Also ich habe Selbstverantwortung. Wo soll ich die Zeit hernehmen, noch Verantwortung für andere zu übernehmen? Ich kann natürlich jetzt, was man machen kann, ist dann, man kann eine Kollaboration lostreten und sich um das Projekt kümmern. Aber da habe ich momentan nicht die Erfahrung für, glaube ich. Ja, ich glaube, Motivationskrisen kennt jeder Wissenschaftler. Ich denke, dass es für die meisten so anfängt, dass man anfängt daran zu zweifeln, dass das, was man gerade tut, überhaupt irgendwie einen Impact hat. Von irgendjemandem dass es überhaupt interessant ist und dass man mit seiner Arbeit eigentlich nur eventuell die Steuergelder der Gesellschaft irgendwie verschwendet. Und plötzlich anfängt jeden Handwerker, jeden
jeden zu beneiden, der Gesellschaft irgendwie direkt was zurückgibt auf seine je nachdem, was für eine Arbeit, auf seine Arbeitsweise. So, weil die Arbeit als Wissenschaftler ist ja eher auf längere Zeiträume ausgerichtet. Man hat nicht direkt man sieht nicht direkt die gesellschaftlichen Konsequenzen, die die eigene Forschung hat. Das ist in den wenigsten Fällen ist das so. Gerade dran, wenn man in Grundlagenforschung ist, wie wir das hier, glaube ich, in der Gruppe alle sind. Die meisten jedenfalls. Also wir suchen schon nach Anwendungen, klar, aber die stehen meistens in weiter Ferne. Sondern es sind eher Ideen, mit denen wir spielen. Ahorita parece que todo es maravilloso en la física, pero la verdad es que no siempre es así, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno está estudiando y tienes muchos deadlines, muchos exámenes y tareas que cumplir, esta belleza de la física se va, ¿no? O sea, uno se le olvida, bueno, a mí se me olvida porque uno tiene que concentrarse en producir resultados y el cerebro está concentrado en eso y descuidamos la parte que disfruta el entender la naturaleza. Entonces, obviamente no siempre es padre, muchas veces hay que darle prioridad a las cosas que tenemos que hacer y bueno, y a veces se nos puede olvidar lo lindo que es la física. Y bueno, yo he pasado por momentos muy oscuros en los que a veces me pregunto, pero ¿en qué momento se me ocurrió que la física era una disciplina padre? ¿Qué estaba pensando, no? Y bueno, así es a veces, pero siempre luego viene un momento más relajado y volvemos a experimentar ese proceso tan bonito que yo digo de entender una idea, ¿no? Ich denke, jeder hat das. Das ist vollkommen natürlich. Und es ist auch wichtig, dass man die hat, wenn man dann anfängt, seine eigene Arbeit nochmal zu überdenken, die Perspektive zu wechseln und eine neue Motivation zu finden oder vielleicht auch einen neuen Ansatz zu finden, der wertvoller ist für sich selbst, für einen selbst und auch für andere Menschen. Und ja, genau. Die Frage ist dann, wie man wieder rauskommt. Ich denke, jeder hat das eigenes Rezept. Ich muss mich dann immer wieder, also wie ich das mache, und ich denke eventuell, wie das am sinnvollsten sein könnte, ist, sich darüber klarzumachen, was man in seinem eigenen Leben davon hat. So, dass man privilegiert ist in einer gewissen Art und Weise, wenn man kreativ sein kann. Das sollte einen meistens schon wieder motivieren, denke ich. Man vergisst das manchmal. Ja. Cuando estaba en la licenciatura yo no sabía, yo creo que yo me sentía en la edad más oscura de mi vida. Yo decía, no, esto está muy complicado. Como que no me conocía tan bien, entonces si yo me sentía presionada con las tareas, eso automáticamente, inmediatamente afectaba mi personalidad y mi energía, sin darme cuenta, ¿no? Ahora te lo puedo decir porque ya he pasado por eso muchas veces. Pero no, antes yo creía que estaba enferma, que necesitaba ayuda de un psicólogo, ¿no? Y bueno, mucha gente, de hecho, durante la maestría, durante la licenciatura, el doctorado, tienen que acudir a ayuda profesional porque el estrés puede ser muy elevado, ¿no? Y bueno, a mí lo que me ayuda personalmente a encontrar de nuevo el equilibrio es saber que, pues ya me conozco, ¿no? Ya sé que después de una etapa de estrés que siempre hay, va a venir una etapa de alegría, de paz y de belleza de la física. Básicamente eso.